Hallo liebe Stickfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kreuz Dame. Bevor wir starten, möchte ich mich noch bei allen meinen Zuschauern, egal ob Abonnent oder Nicht-Abonnent, recht herzlich bedanken dafür, dass ihr so zahlreich meine Videos schaut. Da macht es für mich einfach noch mehr Spaß, für euch diese Videos zu drehen. Ja, was habe ich heute für euch? Ich habe heute ein Unboxing-Video für euch und zwar, ihr seht es schon, von der Marke Painting Fairy Cross Stitch. Ja, momentan gibt es viele Unboxing-Videos auf meinem Kanal. Das liegt einfach daran, dass fast jede Woche ein Kooperationspaket ankommt und ich natürlich euch gerne den Inhalt zeigen möchte. Apropos Kooperation, ja, es handelt sich wieder um eine Kooperation und zwar durfte ich mir diesmal Waren im Wert von $50 aussuchen und musste nur die Versandkosten bezahlen. Ja, ich habe mir ein kleines Zubehörteil ausgesucht und wie ihr im Titel schon erkennen könnt, ein Halloween-Bild. Was es sein wird, das werdet ihr dann gleich sehen. Und ich denke, wir starten und öffnen das Paket. Ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut. Es ist wie immer sehr viel drinnen, auch Dinge, die man nicht bestellt, die als Goodies von der Firma Painting Fairy Cross Stitch dazu geschickt werden. Ja, das Ganze in einem Zipbeutel wieder verpackt, wieder verschließbar. Leider sehe ich, ist der kaputt. Schade, denn ich verwende diese Zipbeutel eigentlich recht gerne, um irgendwelche Sachen darin zu verstauen. Aber nehmen wir mal alles raus. Das kleine Säckchen. So, und da ist auch schon mein Zubehörteil. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, was das ist. Es ist ein Fadenabschneider. Also man sollte mit diesem Teil Faden abschneiden können. Also ich habe das noch nicht probiert. Ja, warum habe ich mir das ausgesucht? Wie ihr vielleicht wisst, reise ich ja sehr viel, also mein Mann und ich. Und ich habe mir überlegt, wenn wir so einen Langstreckenflug haben, dann könnte ich ja auch sticken im Flugzeug. Aber das Problem ist natürlich, im Flugzeug darf man keine Scheren mitnehmen und ja, wie soll man dann die Fäden abschneiden? Aus diesem Grund habe ich mir dieses Teil ausgesucht. Ich glaube, man zieht hier einfach den Faden durch und der schneidet dann den Faden ab. Also ich werde es testen, ob es funktioniert, und bei meiner nächsten Flugreise werde ich dieses Teil dann mitnehmen. Und ja, mal schauen, vielleicht werde ich dann auch sticken. Ich habe immer Angst, dass mir das dann vom Personal, also am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle abgenommen wird, weil man es dann vielleicht nicht mitnehmen darf in das Flugzeug. Ich weiß nicht, ob jemand von euch damit Erfahrung hat. Stickt ihr im Flugzeug? Was nehmt ihr dann mit, damit ihr eure Faden abschneiden könnt? Weil ich weiß, Scheren sind da auf keinen Fall erlaubt. Ja, also das ist das Zubehörteil. Wenn wir dann einen Faden haben, können wir das dann gleich testen, ob das wirklich so schneidet. Ich gebe es inzwischen zur Seite und wir schauen uns das nächste an. Ja, ich mache nur ein bisschen Platz. So. Wir haben wieder dieses Zubehörsäckchen. Diesmal ein großes Säckchen. Und schauen wir, was drinnen ist. Also das habe ich nicht bestellt. Das bekommt ihr dazu bei eurer Bestellung bei Painting Fairy Cross Stitch. Ja,
So, ja, es ist leer. Ja, alles heraus. Wir haben wieder einen Labubu. Ja, er heißt, jetzt weiß ich, dass er Labubu heißt. Ich habe ja auch in meiner vorigen Bestellung schon einen erhalten. Ich habe gehört, dass Vicky sammelt, aber ich selbst weiß noch nicht, was ich damit machen werde, mit den Labubu. Ja, dann haben wir Nadeln dabei, wie üblich 20 Stück und es sind, ihr seht, 28er Nadeln. Nadeln kann man immer brauchen, genauso auch wie Scheren. Diesmal eine etwas größere Schere, nicht gebogen, aber sie sieht sehr scharf aus. Werden wir dann auch testen, wenn wir einen Faden haben, dann werden wir einen abschneiden mit dieser Schere. Ja, dann haben wir die Bobbins, die Flossbobbins, ideal zum Fadenbaken, 3 Stück. Und dann haben wir noch diese Silikon-Fingerhüte. Also mir ist er zu groß. Ich habe ihn verkehrt, so. Also die sind mir definitiv zu groß. Ja. Ich habe auch welche in Orange und die, nicht Orange, in Rosa, Entschuldigung, und die passen definitiv besser. Aber diese sind mir fast zu groß. Also sie sind sehr locker am Finger. Ja, das war mal das Zubehör. Ich packe inzwischen gleich wieder ein in das Säckchen. Die Schere lasse ich noch da, falls wir dann wirklich einen Faden abschneiden. Und dann kommen wir zum nächsten Goodie. Und da haben wir wieder Garn erhalten. Letztes Mal habe ich ja rotes Garn erhalten. Und dieses Mal in Orange. Ja, weil Painting Fairy Cross Stitch verkauft jetzt auch DMC-Garn. Also hier wahrscheinlich die Infos dazu über die Firma Painting Fairy Cross Stitch, dass es sie schon über 15 Jahre gibt und ja, einfach ein bisschen Information über über die ägyptische Baumwolle, also das ägyptische Baumwollgarn findet ihr auf diesem Flyer. Ja, da haben wir hier auf der linken Seite in DMC und rechts das Garn von Painting Fairy Cross Stitch. Also man erkennt jetzt auf Anhieb keinen Farbunterschied. Auch aus der Nähe kann ich keinen Farbunterschied feststellen. Also es ist wirklich ident. Das DMC-Garn ist natürlich etwas teurer auf der Webseite als das Baumwollgarn von Painting Fairy Cross Stitch. Aber ja, es gibt keinen Unterschied. Jetzt werden wir gleich die Schere testen, weil wir hier Garn haben, ob die auch wirklich gut schneidet. Ja, sie schneidet hervorragend, also ausgezeichnet. Und dann werden wir auch gleich dieses Zubehörteil, das ich bestellt habe, testen, ob das auch so funktioniert. Nur, wo habe ich es hingegeben? Tja, entschuldigt bitte. Ich habe es gefunden. Also ich denke, also wenn ich falsch liege, bitte sagt es mir. Aber ich denke, man zieht den Faden dann so durch, oder? Ja, und es schneidet auch den Faden. Nicht so gut wie eine Schere, muss ich feststellen, aber man kann durchaus einen Faden abschneiden. Also
bin gespannt, ob ich das mitnehmen kann in das Flugzeug, ohne dass es mir abgenommen wird. Ja, es hat mir 99 Cent gekostet, also Dollar, also ganz, ganz wenig. Also sollte es mir weggenommen werden, werde ich es verkraften. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten. Ja, hier haben wir, das kennt ihr schon, da brauche ich nicht mehr viel erwähnen. Wieder die Infos über das Garn, die Infos, was die Symbole bedeuten, also volles Kreuz, halbes Kreuz etc. Und ja, es gibt 482 Farben, das heißt genauso wie die DMC-Garne. Und da hinten noch eine Anleitung, wie man dann das fertige Stickstück auswäscht. Ja, das seht ihr in jedem Video, das brauche ich jetzt nicht genauer erklären. Dann öffne ich das nächste, auch hier haben wir wieder Zubehör. Und zwar wieder diese Floss Drops, 10 Stück. Ich nehme sie jetzt nicht aus der Folie raus, denn ich habe sie auch schon im letzten Unboxing-Video gezeigt. Ja, also 10 Stück Floss Drops. Und dann haben wir noch die Garnkarten, also diese Garnwickelkärtchen, alles mit diesen asiatischen Damen bedruckt. Und ich glaube, es sind da drinnen 100 Stück. Also so sieht das aus. Hier ist schon eine rausgegangen. Ja, die sind aus Karton. Ich nehme sie auch nicht raus, weil das fällt gleich alles auseinander. Ja, es sind 100 Stück drin. Man kann sie auch auf der Website extra bestellen. Und ja, wer gerne diese Garnwickelkarten hat, sie sind optisch natürlich schöner als diese Plastikgarnkarten. Aber ich vermute, dass sie natürlich nicht so stabil sein werden, da es ja nur dünner Karton ist. Ja. Okay, dann, was habe ich noch erhalten? Ein kleines Stickbild. Ich nehme es gleich aus der Folie raus, weil man dann das Bild besser erkennen kann. Es glitzert immer, Entschuldigung. So. Ja, diese liebe kleine Robbe habe ich erhalten. Ja, sie ist auch ein Teil von dieser Little Animal Series. Da gibt es noch mehr kleine Tiere. Die kann man auch auf dieser Website bestellen. Ich glaube, es sind 8 oder noch mehr verschiedene kleine Tiere. Und man kann auch einen Rahmen dazu bestellen. Der ist dann gratis dabei. Ich verlinke euch das Ganze natürlich wie immer unten. Ihr seht ja auch rechts oben meinen Rabattcode Kreuz Dame, damit könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Und ja, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, das ist die kleine Robbe, also ganz ein kleines Projekt. Wir schauen uns mal an, was wir da haben. Ja, mit vollem Kreuz, mit halbem Kreuz, sogar Viertelkreuze, French Knots und Backstitches. Und wir haben 4 Mischfarben. Also für so ein kleines Projekt ist doch einiges dabei zu tun. Ja, wäre noch interessant, was da steht, aber das kann ich leider nicht lesen, da es Chinesisch ist. Ja, aber ich glaube, man kann auch ohne diesen Hinweis da unten sticken. Hier haben wir wieder die Anleitung, ja, auf einem Papier, A4 Papier gedruckt, völlig ausreichend, da es ja ein sehr kleines
Motiv ist. Dann haben wir auch gleich den Stoff, wie ihr seht, sehr, sehr klein, 50 Stiche breit und 42 Stiche hoch. Das ist auf 14 Count gedruckt und der Druck, wie ihr seht, ist natürlich einwandfrei, sofern, ja, man kann es schon erkennen, wirklich einwandfrei. Sehr, sehr niedliches Projekt. Ja, und die Garne, wir haben jetzt 2, 4, 6, 10 verschiedene Farben, aber wir haben ja auch noch die 4 Mischfarben, alles in Grau-Weiß-Tönen, natürlich so wie auf dem Vorschaubild erkennbar. Das ist natürlich wieder ägyptisches Baumwollgarn, so wie üblich bei Painting Fairy Cross Stitch. Ja, ein kleines Snack-Motiv. Und dazu gibt es diese Rahmen. Die könnt ihr auch mitbestellen, die sind gratis dabei. Also solltet ihr eines dieser kleinen Produkte bestellen, bekommt ihr gratis den Rahmen dazu. Ja, das passt, dürfte sich ausgehen. Ja, sieht gut aus. Also, das ist Kunststoffrahmen mit Passepartout innen. Ja, toll. Finde ich eine tolle Idee, dass da gleich der Rahmen dazu gegeben wird. Gut, und dann wären wir auch schon beim Hauptprojekt, nämlich das Halloween-Bild. Ich nehme es aus der Ziptüte raus. Und hier ist es, das Halloween-Haus. Also das kleine Halloween-Haus heißt es ja. Es ist kein Vollbild, sondern es ist ein Teilbild. Das heißt, der ganze Hintergrund, das Weiß hier, wird nicht gestickt. Ich komme mal näher oder noch besser, ich packe es vorher aus, wieder in einer Ziptüte, die leider sehr klein ist, die Ziptüte. Ja, jetzt kann man das besser erkennen. Das kleine Halloween-Haus. Also ich mag ja Halloween, darum wir haben zwar August, aber ich denke, es ist nie zu früh mit einem Halloween-Projekt anzufangen. September ist ja schon Herbst, also kann man durchaus starten. Ja, ein sehr, sehr schönes Motiv. Ich bin gespannt. Ja, die Details werden wahrscheinlich sehr gut rauskommen. Mit den Kürbissen vor der Tür, dieses alte Holzhaus mit den Vögeln. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut, das Motiv. Ja, wir haben hier auch gleich die Anleitung. Diese erste Seite ist auf Glanzpapier gedruckt. Man sieht hier jetzt auch, dass es glänzt. Also das haben sie auf jeden Fall geändert, denn meine ersten Bilder von Painting Fairy Cross Stitch waren noch auf normalem Papier. Aber das ist das ist so ein glänzendes, so eine Art Fotopapier. Aber die Anleitung selber ist auf ganz normalem Papier gedruckt. Hier wie üblich sortiert nach Symbolen. Also das habe ich sehr gerne. Beim Sticken erleichtert das wirklich, dass man schnell die Symbole findet. Also das haben wir auf 2 Seiten. Und hier haben wir das Ganze nochmal nach DMC-Nummern sortiert. Also ihr seht, beginnend mit der Nummer 310. Und wir enden mit den Mischfarben und insgesamt haben wir dann 93 Farben. Wir haben 47 einfache Farben und 46 Mischfarben. Also circa halb-halb aufgeteilt. Ja,
ja typisch halt für Painting Fairy Cross Stitch, viele Mischfarben. Manchmal hinterfrage ich das Ganze natürlich, ob das wirklich notwendig ist, dass man so viele Mischfarben hat. Ja, wie gesagt, die Anleitung gedruckt auf A4 Papier. Bei diesem Bild wird reines Vollkreuz gestickt. Ihr seht, die Symbole kann man wieder sehr gut erkennen auf der Anleitung, und es gibt viele, also es ist viel Konfetti. Auch typisch für die Marke Painting Fairy Cross Stitch. Dieses ganze Konfetti. Ja, also, aber ein wunderschönes Halloween-Motiv. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir uns dann gleich den Stoff an. Dieses Mal, Moment, es ist was runtergefallen, und zwar dieses Silikat, das soll ja die Feuchtigkeit fernhalten vom Stoff, mit Jasminduft. Also kann man nur ganz schwach erkennen, dass das Jasmin ist. Ja, dann der Stoff. Das Projekt, glaube ich, wird so, glaube ich, 58 mal 54 cm. Also nicht so allzu groß, wie so typisch ist bei Painting Fairy Cross Stitch. Also ich habe mich bemüht, ein eher kleineres Motiv auszusuchen. Ja, wir haben hier 300 Stiche breit mal 280 Stiche hoch. Ich habe mir 16 Count ausgesucht. Ja, wie ihr seht, der Stoff natürlich wie üblich die Kanten versäubert. Ihr findet die Legende hier am Rand. Ja. Und ja, recht steif der Stoff. Auch sehr typisch für diese Firma. Aber messen wir mal das Ganze kurz aus, wie groß es tatsächlich wird. Also wir haben ja die 300 Stiche in der Breite. Und das entspricht 47 cm, und in der Höhe, also hier sind schon ich messe von hier, weil hier sind die letzten Stiche, also die ersten Stiche, nicht die letzten, bis 44 cm. Also ich denke, das ist durchaus machbar, das heißt 47 cm breit und 44 cm hoch. Also, wie gesagt, nicht ein allzu großes Bild. Ja, also das werde ich auf jeden Fall ansticken, weil mir das Motiv einfach wirklich sehr gut gefällt. Die Frage ist halt, wann ich dazu komme, da ich ja viele Projekte am Laufen habe. Ja, genau. Dann kommen wir noch zum Garn. Nochmal eingepackt in Folie, also es ist alles mindestens 3-4 Mal in verschiedenen Plastikfolien oder Zipbeuteln eingepackt. Entschuldigt, es knistert. So, ja, wie üblich bei großen Bildern findet man das Garn wieder auf Plastikgarnkarten. Wir haben 3 Plastikgarnkarten und wir haben an Farben, ich zähle nur 2, also eine Karte sind 30 Garnkarten, das heißt wir haben 30, 60 Farben und 75, 78 Farben, verschiedene Farben.
Manche Farben, wie zum Beispiel hier die 161 oder 167, werden nur, oder 300, 301, das sind alles nur die Garnfarben für Mischfarben. Denn wie ihr hier seht, aber fangen die Farben, die normalen, einfachen Farben, erst bei 310 an. Also diese Farben werden dann ausschließlich nur zum Mischen für die Garne verwendet. Aus diesem Grund haben wir 78 verschiedene Farben, denn eigentlich hätten wir ja nur 47 einfache Farben. Das heißt, die restlichen Farben werden zum Mischen verwendet. Ja, was haben wir? Schauen wir uns die Farben mal genauer an. Wie zu erwarten natürlich viel Braun, Orangetöne. Hier haben wir auch ein Rot dabei, also viel Orange. Und hier auch wieder viel Brauntöne, Schwarztöne, Orange. Ja, also alle Nuancen von Braun und Orange sind auf jeden Fall dabei. Ja, und ein bisschen Weiß. Also 78 verschiedene Farben, die zum Mischen verwendet werden. Wie üblich mit Schleife zusammengebunden. Und ja, dann wären wir auch am Ende angelangt. Also wirklich ein tolles, tolles Bild. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. Werde ich auf jeden Fall ansticken. Und ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo dalässt oder einen Daumen oder auch ein liebes Kommentar. Und ja, was steht dann in den nächsten Videos an? Ja, es wird wieder Unboxings geben, aber ich möchte natürlich auf jeden Fall wieder mal eine Stickzeit drehen. Und ja, es naht auch schon bald das Monatsende. Dann gibt es natürlich das übliche Monatsupdate. Da habe ich ja diesmal wieder einiges zu zeigen. Ja, wenn ihr Interesse an einem Produkt habt, ich habe natürlich unten alles wieder verlinkt. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme auch eine kleine Provision dafür, wenn ihr den Link verwendet. Und ihr habt auch den Rabattcode Kreuz Dame, da bekomme ich 5%. Entschuldigung, da bekommt ihr 5%. Ich erhalte nur eine kleine Provision dafür. Ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich freue mich, wenn ihr dann im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Habt noch einen schönen Restsommer, sofern es bei euch schön ist. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.